Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2025 mit dabei. Dabei fällt mir ein, ihr könntet auf den nächsten German Testing Day auch mal vorbeikommen. Oder noch besser, ihr macht beim Call for Paper mit und hält mal selber eine Speech dort. Diesmal bei mir zu Gast ein Wiederholungstäter plus Kollege, nämlich Christian Brandes und Jonas Poller. Mit ihnen habe ich über ein Testen mit natürlicher Intelligenz gesprochen. Warum wir weiterhin gutes Testerdenken brauchen, den kritischen Geist im Testing erhalten sollten und warum KI nicht alles leisten kann. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Jonas, hallo Christian, schön, dass ihr da seid. Hey Richie. Hallo. Ich freue mich total. German Testing Day 2025 hier in Frankfurt. Wir gehen langsam in die Zielgerade der Veranstaltung. Und jetzt kommen die Highlights hier. Ne? Boah. Ja. Endlich. Jetzt habe ich kein Kleingeld einstecken, verdammt. Das heißt, mal jetzt gut eingeplant. Innoscheine. Ja, Christian ist ja schon Wiederholungstäter. Danke. Wir waren schon Hab mal mich sehr gefreut, habe ich nicht mit gerechnet. Na schau, wir waren schon beim QS-Tag mal schon, hat man schon eine schöne Folge gemacht. Jonas, deine Premiere hier. Ja, jetzt zum ersten Mal. Ja, wenn dich das bewährt, kannst du auch noch mal kommen. Ne? Da würde ich mich freuen, ja. Wir schauen mal. Aber ihr habt ja ein cooles Thema. Und zwar ein NI-Thema. Ja. Natürliche Intelligenz. Testen mit natürlicher Intelligenz. Spannend. Worum geht's denn da? Wir hatten ja einen Untertitel. Bugs, die eine KI nie finden würde. Und vielleicht ist das Einfachste, Jonas, wenn du mal kurz erzählst, wie wir auf das Thema gekommen sind, weil du bist schuld. Ja, das stimmt. Ich war relativ am Anfang noch in einem Projekt oder mein erstes richtiges Projekt und dachte dann, ja gut, um das Projekt kennenzulernen, ein bisschen explorativ testen ist, denke ich, nie schlecht, weil die Fachlichkeit auch relativ kompliziert war. Und dann habe ich angefangen, mehrere Parameter immer zu verändern und irgendwann zwischen zwei Zuständen hin und her geklickt, um einfach zu schauen, was macht das Programm. Und ja, dann ist irgendwann, habe ich irgendeine Zahl eingegeben, habe mehrmals hin und her geswitcht und auf einmal hat sich diese Zahl um 1 Cent, in dem Fall war ein Preis, erhöht, ohne dass er das eigentlich hätte tun sollen. Und das ist eben nur durch sehr viel Rumklickerei aufgetan worden, war dann relativ großes Problem auch und das habe ich dann natürlich Christian gezeigt. Ja. Genau, und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie er mir das erzählt hat mit, wir haben es jetzt dann genannt, Brutto-Netto-Flick-Flack, weil das waren die beiden Toggles, zwischen denen er hin und her schaltet. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, mit großen Augen angeschaut und gesagt, wie bist du denn da drauf gekommen, das zu machen? Und das war, wie heißt in der Literatur, das erregende Moment. Ja. Also dann sind wir weiter ins Team und haben mal gesammelt. Ja. Fallen euch Fehler ein, wo ihr sagt, das ist total ungewöhnlich, dass überhaupt jemand auf den Gedanken gekommen ist, sowas mal mit der Software zu tun? Ja. Und das jetzt dann sozusagen vor dem Hintergrund dieses sich immer noch nicht abkühlenden KI-Hypes, auch im Test, haben wir dann gesagt, okay, wir sehen definitiv einen Wert in dem, was im explorativen Test ein menschlicher Test, eine menschliche Testerin tut. Das durch eine KI wegzurationalisieren, fänden wir keine gute Idee. Ja. Und dann habe ich ja bei uns bei Isente auch noch im Testteam die Rolle des Sensei. Ja. Und Jonas war einer von denen, er hat ja Bühnenerfahrung, wenn auch woanders, der gesagt hat, oh ja, mal ein Vortrag auf einer Konferenz wäre cool. Und jetzt sind wir hier. Und dann kamst du als Kirsche auf dem Kuchen. So ist es, ne? Mit dem Podcast. Ja. Genau, und mit der Kirschfarbe im Haar, ne, sozusagen. So schön verstanden zu werden. Mit dem Resthaar, sozusagen. Ja, sehr schön. Jetzt sagt ihr habt auch noch weitere Beispiele gesammelt. Das interessiert mich jetzt natürlich. Was kam denn da noch so? Wir haben noch einen weiteren Bug vorgestellt, der ist mir dann 2 Monate später untergekommen, als ich schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber wir suchen jetzt auch manchmal Bugs, die zu dem Thema vielleicht auch passen würden. Ist ja schon relativ lange geplant. Und ja, da habe ich ein bisschen probiert, Eingabefälle zu validieren und die Validierung zu testen, die von den Entwicklern gemacht wurde. Ich wusste, dass die relativ aufwendig gemacht worden waren und habe dann bestimmt eine halbe Stunde lang alles Mögliche probiert, was man halt eben so ausprobiert. Und ja, wurde alles abgefangen. Also die hatten eigentlich einen guten Job gemacht. Und dann, wie es halt immer ist, manchmal passieren viele Zufälle auf einmal. Ich hatte dann irgendwie den Cursor
ganz links gesetzt, wodurch sich auf einmal eine Steuerung V enabled hat. Also ich konnte dann auf einmal in dieses Feld einfügen, auch wenn das sonst nicht gegangen wäre. Okay. Und es ging auch nur, wenn der Cursor wirklich ganz links gesetzt war und geblinkt hat. Und dann hatte ich zufälligerweise halt noch in der Zwischenablage eine Kommazahl, also 0,00 müsste das gewesen sein. Das habe ich dann reinkopiert und ja, dann ist das Programm abgestürzt. Oh. Ja, das ganze Browser. Ja, genau, der ganze Browser ist abgestürzt. Reproduzierbar, wie wir es uns wünschen. Ja, wie wir es uns wünschen. Ja, sehr schön. Da freut man sich dann als Tester natürlich, sowas dann einem Entwickler zu zeigen und die entgleisenden Gesichtszüge und dann weiß man wieder, warum man es macht. Ja. Viele der Beispiele, wir müssen jetzt nicht alle aufzählen, kennt man in der einen oder anderen Form ähnlich schon aus den Strategien und Heuristiken des explorativen Tests. So Stichwort Error Guessing. Ja, ich habe gehört, der Entwickler war müde. Solche Sachen, Kontextwissen. Ich habe ein kleines Beispiel beigesteuert, weil mich das so fasziniert hat. Ich habe jahrelang Trainings gehalten für exploratives Testen, so Ganztagesworkshops. Immer bei Firmen und dann saßen da halt so 10, 12, 14 Testerinnen und Tester. Und wir haben als Testobjekt so Vorschulkinder-Lernlaptops mitgebracht. Da konnte man dann seine Testtouren mal ausprobieren. Und das Ding war mit Maus und allem. Fürchterliches Gerät, hat dauernd gepiepst, konnte sich leise stellen. Das war akustisch, war das die Hölle. Aber was mir hängen geblieben ist, in all den Schulungsdurchführungen kam ein einziges Mal einer der Tester, der Schulungsteilnehmer und hat gesagt, ja, ich habe ein Kind in dem Alter und wir fahren noch mal in Urlaub. Und da steht der Laptop nicht auf dem Tisch, der steht auf dem Schoß, hinten im Auto. Keine Maus zum Ablegen. Kann ich das Ding auch ohne Maus bedienen? Und der hat so viele Fehler gefunden. Du kennst den Gag schon. Ich denke immer an einen italienischen Rotwein. Fiasko. Also das waren so Beispiele, wo wir dann gesagt haben, ob eine KI mit dem Auftrag, hier, das ist das Testobjekt, das sind die Anforderungen, die Risiken, whatever. Welche Tests fallen dir ein? Die haben wir dann mal versammelt. Aber das war nur der erste Schritt, weil eigentlich wollten wir über was ganz anderes reden. Das ist dein Stichwort, Jonas. Ja. Nee, eigentlich was für dich. Aber ist okay. Sorry, hab falsch geguckt. Jetzt musst du sagen, echt? Über was wolltet ihr denn gerne? Warte mal kurz. Okay. Ich war echt? Über was wolltet ihr denn reden? Als wir diesen Berg von Beispielen von Fehlern hatten, haben wir uns zum einen gefragt, ja, ist das eine valide Aussage, eine KI würde das nicht finden? Und wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, die meisten davon könnte eine KI wahrscheinlich sogar selber aufdecken als Testfallkandidat. Aber ich bin sicher, du müsstest sie vorher hintragen. Du müsstest ihr den Auftrag geben, sie prompten, denk mal an andere Kontexte oder andere Umgebungen oder. Von sich aus bin ich da im Moment noch skeptisch. Und dann waren wir auf einmal bei der Recherche, bei der Vorbereitung für den Vortrag, bei der Frage, kann eine KI im Testentwurf wirklich etwas entwickeln, was wir Kreativität nennen? Kann eine KI kreativ sein? Fast schon eine philosophische Frage. Ne? Und dann wird es richtig spannend. Ja, dann haben wir so ein bisschen losgeguckt und ich kürze es jetzt mal ab. Das wird immer noch heiß diskutiert und ist Forschungsgegenstand. Und was mich am meisten fasziniert hat, dahinter stecken noch zwei weitere Fragen, nämlich die eine ist denn eine KI wirklich kreativ oder simuliert sie es nur? Wirkt es so, als sei sie kreativ? Tut sie so, als ob? Und dahinter noch fieser, was ist eigentlich Kreativität? Und das ist im Grunde dasselbe Kaliberfrage wie, was ist Intelligenz? Das allein fand ich schon total nahrhaft, sich da mal ein bisschen zu beschäftigen. Was sprechen wir einem Large Language Model denn an Kreativität im Sinne des Wortes, in Anführungszeichen, denn tatsächlich schon zu? Und die meisten sagen, vergiss es. Wenn wir gerade bei diesen Begrifflichkeiten sind, ne? Kreativität und auch wie kreativ ist eine KI, was war denn für euch das Ergebnis daraus oder wie habt ihr es für euch definiert? Ich fange mal an. Ja, gerne. Ja. Also ich sage, die aktuellen Modelle sind nicht kreativ. Genauso wie ChatGPT jetzt den Turing-Test bestanden hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Persönlichkeit, ein Bewusstsein. Ich wäre skeptisch.
Es fühlt sich an wie Kreativität, es fühlt sich an wie Intelligenz, aber letztlich mussten wir die Frage gar nicht weiter verfolgen, weil uns ging es ja darum, eine Lanze zu brechen für die natürliche Testintelligenz. Ja. Ich habe erst vor ein paar Wochen einen Artikel gesehen, CIO-Magazin, irgend so eine ganz obskure Quelle. Ja, wir generieren jetzt ja auch Code, Vibe-Coding. Heißt das, wir können die ganzen Junior-Entwicklerinnen und Entwickler wegrationalisieren. Wenn ich sowas lese, dann laufe ich also in allen möglichen Farben an. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren. Vor dem CIO-Magazin war ich bei Kreativität. Genau. Wir wollten eine Lanze für die natürliche Intelligenz brechen, im Sinne von, auch wenn eine KI etwas, was sich kreativ anfühlt, liefert, warum auf die menschliche Kreativität verzichten? Weil exploratives Testen fällt ja in die Kategorie erfahrungsbasierte Test. Ich würde zu anderen Wörtern hier greifen, nämlich eher sowas wie Neugier, Intuition, Spanisch Intuition. Die sehe ich persönlich bei Modellen im Moment noch nicht. Ja. Und ich hatte nach dem Vortrag ein interessantes Gespräch mit einem anderen Tester, der im Publikum saß. Der sagte, naja, könnte noch kommen, so in den nächsten 10, 15 Jahren. Sage ich, ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem ein gewisser Restbodensatz an menschlicher Kreativität plus insbesondere an menschlicher QS des Outputs, den eine KI generiert. Ich glaube, den werden wir nie loswerden. Weil möchte ich, dass eine andere KI die Ergebnisse einer KI Qualität sichert? Vertrauen wir schon so viel, um ein weiteres fieses Wort in die Runde zu werfen? Ja, ist alles eine Frage auch des Vertrauens. Ne? Also wem glaube ich denn dann im Endeffekt? Ne? Ja, vor allem eine KI kann ja trotzdem nicht immer sagen, was genau richtig ist. Ein Mensch weiß es in vielen Fällen zu 100%, ob das jetzt eine richtige Implementierung ist oder ein richtiger Output oder eben nicht. Und bei der KI bleibt es ja trotzdem eine Schätzung. Die kann natürlich sehr zuverlässig sein, aber ja, gerade im kritischen Bereich ist die Frage, ob man das wirklich möchte. Ja. Und dann ging es noch spannender weiter. Als wir dann uns angeschaut haben, anhand von mehreren Beispielen, welche Tests generiert denn eine KI, wenn wir ihr den Auftrag geben? Ja. Und das Spannende ist im Vergleich zu denen, die wir als menschliche Tester entwerfen würden. Was uns da sehr geholfen hat, war die Unterscheidung zwischen Testing und Checking. Und das ganz ehrlich war eine der großen Überraschungen für mich heute. An der Stelle habe ich im Vortrag nachgefragt, wir waren im Publikum, weiß nicht, wie viele da saßen, 60? 70? Das waren mehr. Mehr? Ja, das waren mehr. Ich habe mal gefragt, wer kennt denn diesen Unterschied? Mehr als 5 Hände sind da nicht hochgegangen. Also, wurde ich vorhin auch nochmal darauf angesprochen, dass das ein cooler, einfach ein cooler Gedanke war, weil man sich darüber oft, glaube ich, gar keine Gedanken an sich macht. Ja. Und das hat uns geholfen, die Frage zu beantworten, ja, welchen Beitrag kann eine KI im Testentwurf denn leisten? Weil Testing basiert auf Intuition, Neugier. Ist dem Menschen exploratives Testen als Beispiel vorbehalten? Noch. Checking ist ja rein mechanisch, automatisierbar, wiederholbar, basiert auf dem Skript. Das, was eine KI macht, passt in keine der beiden Schubladen, meine Meinung. Und dann haben wir gesagt, das ist was anderes. Das basiert auf Daten und auf Trainings. Und das ist weder Testing noch Checking. Ja, was ist es denn? Und im Moment haben wir uns für einen dritten Begriff neben Testing und Checking entschieden. Wir nennen das Digging, weil wir noch nichts Besseres gefunden haben. Das soll ein bisschen ausdrücken, nach unserem Wissensstand kann ich nicht sagen, dass die KI wirklich versteht, was sie da tut. Sie hat Daten, sie hat Trainings und nach Wahrscheinlichkeiten versucht sie irgendwie, diese angelernten Informationen zu adaptieren auf eine gegebene Aufgabenstellung. In der Hoffnung, wird schon ein Treffer dabei sein. Und dieses blinde Wühlen in den Erfahrungen, den Testideen aus anderen Projekten und dazu entscheiden, das könnte jetzt hier gut hinpassen. Wir suchen noch ein Wort. Ein Kollege hat Puzzling vorgeschlagen. Fand ich sehr gut, ja. Wir hatten noch ein paar andere Ideen. Ist noch nicht final entschieden. Vielleicht von den Podcast-Hörerinnen und Hörern. Wir sind nach wie vor offen. Das Einzige, wo ich gesagt habe, was ich nicht nehmen will, ist Assisting. Weil das klingt mir viel zu kompetent. Das Ding weiß nicht, was es tut. Sorry. Ja, ist so, ne? Ja. Aber spannend, eine dritte Kategorie da aufzumachen. Das macht ja auch was mit der Wertigkeit der Sachen. Ne? Also ich habe jetzt schon vorher gedacht, war so spontan die Frage da, ja, kriegt denn jetzt explorative Test oder das menschliche Testen jetzt auch mehr Gewicht wieder oder vielleicht noch mehr, als es eigentlich bis jetzt hatte, weil wir jetzt viel auf die Automatisierung in den letzten Jahren geschielt haben. Ne? Wir haben ja schon vor Jahrzehnten gelernt, ISTQB und Co., jede gute Teststrategie ist ein Mix aus verschiedenen Aktivitäten. Aber wenn ich jetzt gerade drum das CIO-Beispiel vorhin mitkriege, dass wirklich menschliche
Testerstellen gestrichen werden sollen zu KI-Ersatz. Sorry, ein anderes Beispiel, das hattest du mir erzählt, Jonas. Korrigier mich bitte, ich halte jetzt dann im Sommer wieder Vorlesungen nach Certified Tester Foundation Level an der TH Nürnberg. Und du hattest mir, korrigier mich bitte, berichtet, du kennst viele Studierende, die machen die Unit-Tests nicht mehr selbst, sondern sie coden, was zu programmieren ist. Und dann sagen, der ChatGPT macht die Unit-Tests dafür. Also ich kenne es von mehreren Projekten jetzt, dass vor allem junge Entwickler wenig Lust auf Unit-Tests haben. Die haben keinen besonders guten Stellenwert. Und das wird mal eben wegautomatisiert mit Copilot oder ChatGPT. Ja. Sorry, da schrillen bei mir sämtliche Alarmglocken. Ja, weil zum einen, was lernst du dabei? Es ist ja sozusagen am denkbar weitesten weg von testgetriebener Entwicklung, wo ich erstmal das Problem durchdringe und sage, das müsste getestet werden und dann entwickle ich dagegen. Du lernst nichts. Ich hätte ja überhaupt kein Problem damit, wenn ein Junior-Developer in der Situation sagt, okay, Unit-Test nervig, komm, den ersten Wurf, ich fange nicht mit dem leeren Blatt Papier an, ChatGPT, gib mir mal ein paar Ideen und dann mache ich weiter. Aber fassen wir uns alle an die Nase. Immer mehr sagen dann, ja super, ist mir im Grunde Wumpe, wäre auch Aufwand, das zu beurteilen. Wenn jemand fragt, hast du Unit-Tests? Ja, hier, da sind sie. Genau. Ich habe erst vor ein paar Tagen wieder einen Artikel gelesen mit einem Beispiel drin. Hier ist der Code, das sind die generierten Unit-Tests. Wie geil ist das denn? Sorry, ich fand die komplett ungeil. Sorry für das Wort. Es waren 6 Testfälle, alle selbe Äquivalenzklasse. Also die nächsten 5 keinen Wert, nur andere Repräsentanten. Und die Beispiele, die ich als Tester sofort da reingeworfen hätte, die waren alle nicht da. Heißt, was wir auf jeden Fall unseres Erachtens brauchen, ist am Ende eine QS durch einen Menschen, damit wir was lernen. Blindes Vertrauen. Da habe ich echt Schmerzen. Also richtig. Und da merkt man auch, gerade an dem Beispiel, man muss ja dann auch Ahnung haben, weil wenn ich nicht mal weiß, was eine Äquivalenzklasse ist, kann ich das auch nicht bewerten, weil die Testfälle vom Code her schauen die wahrscheinlich auch gut aus. Ne? Die guckst dir die 6 Testfälle und denkst du, ja, schöner Code, wenn das funktioniert, dann passt das. Also musst du das ja auch fachlich bewerten können aus testmethodischer Sicht. Ne? Eben. Unser Entwicklungsleiter bei Esento, der hat mir vor ein paar Wochen erst gesagt, weil wir über das Thema gesprochen haben, sind wir die letzte Generation an Entwicklern, die noch coden können. Daraus hat sich ja nochmal eine Diskussion entsponnen in unserer Firma, weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt als Junior-Tester mich nur noch auf KI verlassen würde, komme ich ja niemals an einen Punkt, irgendwann so viel Ahnung zu haben wie jetzt du oder du, um dann wieder Sachen bewerten zu können. Und das führt keinen Weg dran vorbei, mehr Arbeit vielleicht auch ohne KI zu machen, um besser zu lernen, um da allgemein mehr Wissen aufzubauen, um dann diese Tests bewerten zu können. Und sorry, uns geht es zum einen um die QS auf KI-Ergebnissen. Zum anderen steckt noch eine Frage weiter vorne. Ist es überhaupt sinnvoll, für diese Aufgabe eine KI ranzulassen? Ich habe inzwischen zig Lösungen am Markt gesehen, wo versprochen wird, hier hilft dir ein KI-Assistent beim Erstellen perfekter, rundum fertiger User-Stories, inklusive Akzeptanzkriterien. Und wenn du dich an unsere letzte gemeinsame Folge erinnerst, ich mache mich da unbeliebt, auch in Gesprächen bei Kunden, auf Vorträgen. Ich würde nie Akzeptanzkriterien von einer KI generieren lassen, zumindest die nach meinem Verständnis. Wenn die ausdrücken sollen, lieber Abnehmender, lieber Product Ownerin, lieber PO, was willst du sehen, um überzeugt zu sein? Dass du uns vertrauen kannst. Wie soll eine KI jemals diese Frage beantworten, was würde mich als PO überzeugen? Und wenn dann gesagt wird, ja, aber mir fällt nichts ein, was ich da abnehmen, prüfen soll, dann kriege ich wenigstens Ideen. Dann sage ich, Leute, dann haben wir ein ganz anderes Problem an der Stelle. Genau. Sorry, ist vielleicht brutal, aber da finde ich, macht es keinen Sinn. Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz spannende Frage. Ne? Ist es überhaupt sinnvoll, da überall KI einsetzen zu wollen, weil man es jetzt gerade kann? Ne? Und jetzt ist es natürlich gerade Zeitgeist, jetzt ist es gerade in und Geld und natürlich ist es auch gerade ein Hype und wir sind auch neugierig, was man damit tun kann. Also da spielen natürlich ganz viele Effekte mit rein. Ne? Aber es ist dann schon immer die Sinnfrage, was löse ich denn eigentlich damit und ist das nicht vielleicht ganz einfach anders lösbar? Ne? Und darum habe ich auch in dem Vortrag wieder einen meiner All-Time-Heroes, den Herrn Weizenbaum, ausgepackt. Du kennst ihn, Vater von Eliza. Der hat dieses schöne Buch 77 geschrieben, die Macht der Computer, die Ohnmacht der Vernunft. Und da stand schon auf Seite 1 im Vorwort die Frage, die mich so erschüttert hat. Entscheidend ist nicht, was man mit dem Computer damals tun könnte, sondern die entscheidende Frage muss sein, ist es sinnvoll, dass ein Computer diese Aufgabe nimmt? Und genau dasselbe, behaupte ich, haben wir jetzt mit der KI auf dem Tisch. Im Moment rennen alle los. Ein Mark Zuckerberg schwärmt, dass 30% des Facebook-Codes jetzt KI generiert sind. Sorry, ich unterstelle mir auch gewisse kommerzielle Interessen bei solchen Aussagen. Ja, könnte man schon glauben.
kaufen. Ne? Vielleicht. Wir hatten eine Diskussion nach dem Vortrag bei der Mittagspause. Vielleicht müssen wir wirklich durch das Tal der Tränen mit dem Hype durch, dass wir mit KI-generiertem Code, mit massiven Qualitätsproblemen mal wirklich an die Wand fahren, um mal wieder 2 Schritte zurückzugehen. Es war vielleicht doch keine Idee, das alles so generieren und einfach ungeprüft weiter zu verwenden. Wäre schade. Vielleicht kriegen wir es ja besser hin. Ja, sehr spannend. Wenn ihr jetzt so quasi auf diese Diskussion für euch schaut, also ihr habt das ja jetzt quasi tief durchdrungen, was sind denn so für euch so mal so die Kernaussagen oder sagen wir die Kerngedanken, die ihr für euch auch im Unternehmen weitertragt und wo ihr sagt, das müssen wir mehr beachten? Also ich würde für mich immer mehr bedenken, dass man trotzdem, wie gesagt, genug Wissen selber braucht, um diese Dinge eben ordentlich bewerten zu können. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also ich denke nach wie vor, das wird nicht ohne gehen. Trotzdem sollte man sich neuen Dingen nicht verschließen. Natürlich schauen, wie es unterstützen kann, sinnvoll für Dinge, die vielleicht diese unangenehmen Fleißaufgaben sind, sage ich mal, wo man jetzt wirklich sagt, ja, muss ich jetzt da wirklich alles einzeln abtippen im blödsten Fall oder kann der KI das nicht übernehmen? Aber für alles, was so in eine bisschen komplexere Art reingeht, muss man es irgendwie hinkriegen, mit dem Kopf gut dabei zu sein, um, falls man sich unterstützen lässt, diese Ergebnisse nach wie vor gut bewerten zu können. Neben dem Gedanken würde ich gerne noch 2 ergänzen. Mit dem Dreiklang Testing, Checking, Digging. Ja. Keep testing. Schmeiß es nicht weg. Ja, es wurde schon immer gesagt, auch in früheren Lehrplänen des CTFL, exploratives Testen ist eine sinnvolle Ergänzung. Die wird es immer bleiben. Ja, wir werden mit unserem Unterbewussten, mit unserer Intuition auf Ideen kommen, warum das nicht tun. Ja. Und das Zweite ist Keep the Human in the Loop. Also ein Entwicklungsprozess, wo sozusagen nur noch eine Idee skizziert wird und dann spielen sich verschiedene KI-Agenten die Bälle zu. Der eine codet, der andere testet, der dritte, was weiß ich. Ich bin der Meinung, in jedem Prozess sollte irgendwo das menschliche Gehirn zum Zuge kommen. Weil sonst ist das Risiko einfach zu groß. Vielleicht rede ich da in 20 Jahren anders drüber, ich weiß es nicht. Aber das sind so im Moment die Sachen, die uns umtreiben und da machen wir uns ein bisschen stark für. Und letztlich reden wir auch ganz viel über Ausbildung, weil du musst Dinge selber getan haben. Jonas hat es gerade gesagt, Fleißarbeit, Unterstützung, gerne, Massentestdaten generieren, wunderbar. Ja. Aber Hirnarbeit, die würde ich schon gerne ein bisschen bei uns behalten. Ja. Sehr spannende Gedanken. Also ich finde gerade diesen Dreiklang, das ist so etwas, dieses Spiel zwischen diesen drei Kategorien, das ist nochmal eine ganz neue Idee, auch für eine Teststrategie, das da mit reinzupacken. Also finde ich super. Bin auch gespannt, was die Hörerschaft dazu und Zuseherschaft dazu schreibt, also in den Kommentaren und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das auch heiß diskutiert wird. Da sind wir natürlich mit dabei. Jonas, Christian, vielen lieben Dank für diese Einsicht in die natürliche Intelligenz, für Digging und fürs Nachdenken über Problemlösung mit KI und über exploratives Testen. War jetzt richtig erfrischend für mich, aber gleich noch ein paar frische Gedanken, die ich gleich noch sortieren muss. Ich danke euch schön, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Konferenz. Und bis zur 3. bzw. 2. Folge gemeinsam. Ja. Thanks for having us. War eine Freude. Dankeschön. Gerne.